Was ist denn los mit den Edelmetallen? Wie kann es sein, dass die Werte gefallen sind, trotz hoher Inflation und wirtschaftlicher Lage? Was steckt dahinter und welche Möglichkeiten und vor allem welche Chancen bietet dir dies aktuell gerade bei Silber? Hallo, mein Name ist Heiko Lambert. Ich bin seit über 20 Jahren in der Anlageberatung tätig und habe mich bereits vor mehr als 10 Jahren auf nicht nachwachsende Rohstoffe in physischem Besitz spezialisiert. In diesem Video gebe ich dir wertvolle Informationen und Hintergrundwissen zum aktuellen Geschehen am Rohstoffmarkt. Natürlich haben wir die Konjunkturdaten aus Amerika, welche die Anleger kurzfristig motivieren, in andere Assets zu investieren. Doch wie fragil das gesamte System mittlerweile ist, haben wir gerade am Immobilienmarkt in China gesehen. Ja, diese Krise ist auch noch lange nicht überwunden. Oder in den USA mit der neuen Schuldenobergrenze. Was es vor allem sind die starken Manipulationen am Edelmetallmarkt, welche die Preise nach unten gedrückt haben. Wie ich drauf komme? Ja, ganz einfach, weil es ein offenes Geheimnis ist. Die Edelmetallmärkte werden seit jeher manipuliert. So wurde zum Beispiel die Deutsche Bank in den letzten Jahren immer wieder deswegen angeprangert und JP Morgan wurde im September 2020 zur Rekordstrafe von 920 Millionen US-Dollar verurteilt, weil sie in großem Stil die Edelmetallmärkte manipuliert haben. Und denkst du, die hören jetzt plötzlich damit auf? Gerade JP Morgan hat am Silbermarkt jetzt und in Zukunft die größte Macht. JP Morgan hat ihren Silberbestand in den letzten Jahren sukzessive aufgebaut. Dieser umfasst nun unglaubliche 21.000 Tonnen. Dies entspricht einem aktuellen Marktwert von 12.902.400.000 Euro. Im Vergleich dazu betrug die weltweite Minenproduktion im Jahr 2020 rund 25.000 Tonnen. Also warum hortet JP Morgan so viel Silber? Und was wissen die, das du nicht weißt? Bevor ich nun zu dem Warum und der Chance dahinter komme, erkläre ich dir erst einmal kurz, wie man den Silbermarkt ganz einfach manipulieren kann. Bei Edelmetallen ist es aufgrund der stetigen gleichen Schürfangebotes sowieso leicht, den Markt zu manipulieren. Und dies sogar geplant auf lange Frist hinaus. Es gibt da viele Möglichkeiten, den Preis zu manipulieren, um einige zu nennen. Fangen wir mal dort an, wo der Preis gemacht wird, beim London Fixing und der London Bullion Market Association, LBMA. Wenn wir uns einmal anschauen, wer denn für das London Fixing verantwortlich ist, dann sehen wir hier 11 Banken, darunter 2 chinesische. Und die Chinesen sind seit langem die größten Goldproduzenten und Ankäufer weltweit. Hierzu kommen unter anderem Goldman Sachs, Morgan Stanley und natürlich JP Morgan. Hier werden immer wieder spontane, sprunghafte Preiskorrekturen beobachtet. Dies deutet klar auf Manipulation hin. Die nächste Möglichkeit ist natürlich der Verkauf großer Mengen. Ja, aber wenn man es ja eigentlich nicht will, man will es ja eigentlich selbst behalten und nicht so viel Metall verlieren. Deswegen kauft man es sich vorzugsweise gegenseitig. Und dies passiert auffällig oft in sogenannten Overnight-Transaktionen außerhalb der eigentlichen Börsenzeiten. Es gibt aber auch die komfortable Möglichkeit, Edelmetalle zu verleihen. Dies wird gerne gemacht, da die Mengen ebenfalls die Preise steuern, aber die Metalle nicht transferiert werden müssen. Und zuletzt das sogenannte Spoofing. Hierzu werden einfach große Edelmetallverkäufe angedeutet und dann in letzter Sekunde wieder zurückgezogen. Im September 2020, im gleichen Monat wie JP Morgan, wurden 2 Banker der Deutschen Bank deswegen für schuldig gesprochen. Aber warum manipuliert JP Morgan den Silberpreis nicht einfach nach oben und vervierfacht oder verfünffacht somit ihr Vermögen? Ja, schließlich haben die mit ihrer Edelmetallmenge schon eine monopolartige Macht über den gesamten Silberpreis. Ja, ganz einfach, ja, weil es hierfür noch zu früh ist, beziehungsweise war. Denn die Edelmetallpreise sind immer ein Indikator für die Inflation. Brechen diese starke aus, deutet dies auf eine starke bis sehr starke oder sogar Hyperinflation hin. Das heißt, mit dem Eindämmen der Edelmetallpreise kann man die Menschen und vor allem auch die Anleger beruhigen. Außerdem ist die Wirtschaft sehr stark abhängig von den Rohstoffpreisen. Und gerade Silber wird sehr viel in der Industrie verbraucht, über 50%. Und die Tendenz ist steigend. Denn vor allem im Bereich der Elektronik, bei der Elektromobilität, in Photovoltaikanlagen, Windkraft, 5G-Technik, Smartphones, ja, da werden momentan schon große Mengen Silber benötigt und in Zukunft noch viele mehr. Denn ohne große Mengen Silber ist die Energiewende unmöglich. Die Industrie ist momentan außerdem noch an langläufige Lieferverträge mit den Rohstofflieferanten gebunden. Ja, da wäre ein zu starker Silberpreis tödlich. Bei manchen Rohstoffen wird darum momentan einfach gar nicht oder nur wenig geliefert, ja, was man an den weltweiten Produktionsproblemen mitunter sehen kann in der Industrie. Doch diese Bindungen, die laufen bald aus
Und dann werden die Rohstofflieferanten die Preise anpassen. Diese werden sie an die Industrie weitergeben und die Industrie wird sie an den Endkunden weitergeben. Das wird natürlich die Inflation stark verschärfen. Und der dritte Punkt ist ganz einfach, dass die Drücker der Edelmetallpreise jetzt aktuell noch günstig einkaufen wollen. Aufgrund der Krise sind momentan weltweit viele Privathaushalte und Unternehmer dazu gezwungen, ihre flexiblen Sachwerte zu verkaufen. Und das kann man natürlich ausnutzen. Das ist die perfekte Möglichkeit, um jetzt noch große Mengen nachzukaufen. Man sieht es daran, die Zentralbanken, die Big Player haben in den letzten Monaten immer massiv Edelmetall hinzugekauft. Denn, warum machen die das? Wir sind am Beginn eines sogenannten Rohstoff-Superzyklus. Dies bedeutet, dass eine steigende Nachfrage an nicht nachwachsenden Rohstoffen bei gleichzeitig starker Verknappung die Preise in den nächsten Jahren explodieren lassen wird. Vor allem Superzyklus, das heißt nicht kurzfristig, sondern auf lange Frist gesehen. Ja, so werden Gold- und Silberreserven schätzungsweise in den nächsten 17 bis 19 Jahren vollständig abgebaut sein. Und das ist nicht mehr lange. Schaut euch die aktuelle Lage um Gas und Benzin in Großbritannien an. Ja, warum gibt es denn so viel Streit um Nord Stream? Auch die deutschen Reserven sind ziemlich am Ende. Und hierbei geht es um alle nicht nachwachsenden Rohstoffe. Und bei den Edelmetallen kommt noch das Tüpfelchen auf dem i dazu, und zwar die Basel-III-Verordnung der Banken. Die Banken sind in Zukunft nicht nur verpflichtet, ihre Eigenkapitalquote zu erhöhen. Hierzu kommt, dass viele Anlagenklassen in ihrer Sicherheit stark heruntergestuft werden. Doch Gold, Silber und Platin werden laut Basel-III-Verordnung ab dem 01.01.2022 wieder in den Rang der Sicherheit Tier 1 erhoben. Also Sicherheit ersten Ranges und somit vollwertiges Zahlungsmittel. Diese können dann wieder zu 100% ihres Werts als Sicherheit hinterlegt werden. Liegt es ab dann nicht wirklich im Interesse und Ermessen der Banken, dass die Edelmetallpreise steigen? Ja? Und was spricht noch für Silber? Ja, ist rein analysetechnisch. Vor einem starken Anstieg des Silberpreises gibt es oft einen starken Abfall. Und dass es Zeit für eine Aufwärtskorrektur ist, sieht man auch an der Gold-Silber-Ratio. Diese zeigt, dass das Preisverhältnis zwischen Gold und Silber, ursprünglich war dieses einmal bei 1:16, der gesamte Durchschnittswert liegt bei 1:40 über die Geschichte und umso weiter diese auseinander ist, desto wahrscheinlicher ist eine Korrektur. Momentan liegt dieser bei 1:78, ja, was auch wieder zeigt, welches hohe Aufholpotenzial Silber hat. Ich glaube nicht, dass JP Morgan ohne Grund so viel Silber gekauft hat. Und wenn du nach diesen ganzen Informationen auch noch hörst, dass der Ex-JP Morgan-Direktor davon ausgeht, dass Silber dieses Jahr noch über $60 gehen soll, dann könnte ja vielleicht etwas dran sein. Ich weiß nicht, in welchem Zeitraum genau sich das Ganze abspielen wird. Ich kann das leider nicht voraussagen. Es kann sich auch um 1, 2, 3, 4 Wochen nach hinten verschieben. Das macht aber nichts. Ja? Denn Industrie und Banken zeigen hier eigentlich einen glasklaren Weg auf. Auch die Zeit lehrt, dass man mit Edelmetallen mittel- und langfristig definitiv nichts falsch macht. Trotz einem Abfall von 28% im Jahr 2013 von Gold und Silber, ja, wahrscheinlich auch manipuliert, haben Gold und Silber zwischen 2009 und 2021 trotzdem über 8% im Durchschnitt an Wert zugelegt. Meine Kunden konnten im Depot sogar über 11% erreichen und das mit Hilfe des Edelmetall-Advisors Gerhard Massebauer, auch bekannt als Österreichs erfolgreichster Währungsexperte, und die steuerfrei. Bei der momentanen Lage ist es ratsam, einen Teil seines Vermögens in physische Rohstoffe abzusichern, und zwar außerhalb der Reichweite des Staates. Für den, der noch etwas mehr diversifizieren will, empfehle ich hierzu momentan seltene Erden und Industriemetalle. Es liegt an diesen, dass momentan keine Mikrochips gebaut werden können. So haben zum Beispiel Terbium und Dysprosium in den letzten 6 Monaten über 100% Wertsteigerung erfahren. Wenn du gerne mehr wissen willst und Möglichkeiten suchst, deine Werte gegen alle Risiken sicher und rentabel zu investieren, kannst du hierzu gerne den Link unter diesem Video verwenden, um Kontakt mit mir aufzunehmen. Ich werde in Zukunft weitere nützliche Informationen und Hintergrundwissen in meinem Kanal teilen und würde mich freuen, wenn du jetzt diesen Kanal abonnieren würdest. Ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Heiko Lambert.